Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Ihr hört Folge 80 und das sind unsere Themen. SIA Report State of the Industry 2026. Deutschland kartiert Chinas Abhängigkeiten. Saxon-Q stellt 128 Qubit-Rechner vor. Und außerdem in dieser Folge Börsengang von Chinas größtem Speicherhersteller CXMT rüttelt den Markt auf. TSMC nimmt nach Erdbeben in Japan die Produktion wieder auf. Und EU-Millionen für europäische Chip-Design-Startups CPOL und Vesora. Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösenberg spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche, damit ihr nicht nur bestens informiert ins Wochenende, sondern vor allem auch in die neue Woche startet. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hallo Frank, welcome back. Nee, du bist ja eigentlich gar nicht back. Ja, hallo Julia. Du bist ja nur halb back. Noch nicht ganz, ja. Ich bin noch quasi im Home-Urlaub. Home-Urlaub? Ja. Okay, alles klar. Das ist der schmale Grat zwischen Homeoffice und Urlaub. Genau. Heute ist der 30.07. Wir nehmen auf 13.40 Uhr und wir starten gleich, damit du bald wieder in den Urlaub zurück kannst, mit deinem Wort der Woche. Was ist es? Mein Wort der Woche ist Expertise. Wir haben ein, zwei Dokumente, wo viel Expertise drinsteckt heute und eins, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Expertise mit dazu gehört dann. Mal schauen. Was ist deins? Okay, das wirst du dann noch sagen, wo deine Expertise im Speziellen noch gebraucht wird. Ach so, okay. Na dann, du machst es spannend. Mein Wort der Woche ist Dynamik, weil einfach alles im Fluss ist und Märkte dynamisch sind, Unternehmen sich dynamisch verhalten. Wir natürlich wahnsinnig dynamisch sind nach der kurzen Urlaubsphase. Und ja, genau. Wir schauen heute, du hast angesprochen, Stichwort Expertise, zuerst mal auf den neuen Semiconductor Industry Report der SIA, also dem Branchenverband der US-Halbleiterindustrie. Der erscheint jährlich und analysiert die Entwicklung der US-Halbleiterindustrie und er formuliert zugleich auch Handlungsempfehlungen an die US-Regierung. Und die Basis sind jetzt durchaus beeindruckende Zahlen der Industrie. Seit 2020 wurden in den USA mehr als 770 Milliarden US-Dollar in über 160 Projekten investiert. Mit Blick auf den weltweiten Halbleitermarkt, der sich da auch kurz angeguckt wird bereits 2026 die Marke von 1,5 Billionen US-Dollar überschritten, deutlich früher als noch vor wenigen Jahren erwartet. Als Treiber nennt der Report wenig überraschend unter anderem 5G, zukünftig 6G, moderne Verteidigungssysteme, Medizintechnik, Advanced Computing und aber vor allem auch natürlich künstliche Intelligenz. Was sagt denn der Report, ich habe jetzt so ein paar Zahlen schon genannt, genau zur Rolle der KI und dem zukünftigen Halbleiterbedarf, der dadurch kreiert wird? Also erst nochmal zur Einordnung, die SIA, Semiconductor Industry Association, ist quasi der US-Lobbyverband. Ja? Also alle Zahlen, Daten, Fakten von dort sind wir auch mit dieser Quelleinordnung genießen. Die machen aber sehr gute Veröffentlichungen, meistens auch mit Partnern. Wir hatten diese Deloitte-Studie schon mal hier vor kurzem, die ist auch hier wieder mit drin, die nämlich genau diese KI-Zahlen mit drin hat. Zum Beispiel, dass in so einem einzigen AI-Server-Rack mehr als 4.500 Packaged Semiconductors, wir würden Chips sagen, drin sind. Das ist eine der Zahlen. Und ansonsten haben die Marktzahlen drin. Und was ich halt ganz krass fand, du hast die 1,5 Billionen, ich komme immer durcheinander, Billion, Trillion, die 1,5 Billionen so locker mit dahingesagt, aber das ist die Studie, die für 2026 die 1,5 Billionen Gesamtmarktvolumen vorhersagt, stehen dort drin. Ja? Das ist also nicht die 1 Trillion, die 1 Billion, wo sich alle einig waren, die wir 2030 erreichen, sondern 1,5 in diesem Jahr nach 796 Milliarden im letzten Jahr. Also fast eine Verdopplung innerhalb eines Jahres, muss man sich mal vorstellen. Und dann geht es eben noch weiter und das sind jetzt dann Zahlen, wo ich dann, komme ich immer durcheinander. Also die sagen, dass noch insgesamt 4 Trillion, also 4.000 Milliarden in die AI-Data-Center-Infrastructure 2028 sagen die, also bis 2028, ich habe das mal interpretiert, ausgegeben werden, davon 2,8 Trillion in die entsprechenden Halbleiter. Und das, wenn wir jetzt mal sagen 26, 27, 28 und man teilt das dann, ist man bei fast 1 Milliarde nur durch KI, fast 1000 Milliarden nur durch KI pro Jahr. Also das zur Bedeutung. Kann man also gar nicht unterschätzen. Alles andere, was da ist, geht fast unter in diesen riesen KI-Anteil.
Genau, absolut. Was die Zahlen aber auch zeigen, ist, wie stark US-Halbleiterunternehmen vom Weltmarkt abhängig sind. Mehr als 70% der Umsätze werden im Ausland erzielt und über 85% der verkauften Chips werden außerhalb der USA ausgeliefert. Und trotz dieser Abhängigkeit befürwortet die SIA Exportkontrollen aus Gründen der nationalen Sicherheit. Das ist ja nun ein ziemlicher Balanceakt. Was genau empfiehlt die SIA der US-Regierung in diesem Spannungsfeld? Ja, also dort sind sie gar nicht so konkret. Ich lese mal ab, was drin steht. As chip firms continue to invest in the United States, government policies that facilitate sales to foreign markets will be critical, ist ein so ein Satz. Also Export bleibt wichtig. Prinzipiell haben die am Ende des Dokuments, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten das Dokument insgesamt hat, knapp 20 ungefähr, haben die 7 kurze Policy Recommendations. Wenn ich kurz sage, meine ich kurz. Also es sind wirklich maximal 3 Zeilen. Zu Investment Support, zu Tax, zu Research, zu Workforce, ganz wichtig, Trade and Supply Chain Resilience, Export Controls and Technology Restrictions und auch zu Environmental and Energy Regulations. Speziell nochmal zu den Exportkontrollen ist also dort die Policy Recommendation, dass die Policies carefully calibrated, targeted and coordinated with key supplier nations sind. Also die sprechen sich nicht gegen Maßnahmen aus, aber sagen, müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig eingestellt und eben auch abgestimmt mit entsprechend Zuliefernationen. Ich sage jetzt mal hier Niederlande mit ASML zum Beispiel und eben auch den Handel zwischen den alliierten Nationen noch bevorzugen sollen. Ja, Stichwort Pax Silica. Übrigens hat das Dokument 22 Seiten, also das kann man sich durchaus mal durchlesen. Es ist relativ übersichtlich. Und auch das Thema Lieferketten findet man in dem Report. Einmal mehr wird darauf hingewiesen, wie verletzlich diese sind. Geopolitische Krisen, Rohstoffabhängigkeiten, Exportbeschränkungen und Marktverzerrungen treffen die Branche einfach an vielen Stellen gleichzeitig. Kommen wir dann ja auch nochmal dazu. Und auch hier gibt die SIA der US-Regierung eben Empfehlungen. Welche sind das in dem Kontext? Also erstmal zu dem Trade and Supply Chain, das hatte ich mir rausgeschrieben. Das ist nämlich auf insgesamt 3 Seiten. Eigentlich sind es 3 halbe Seiten, weil immer oben viel Bild ist und nur ein bisschen Text. Deshalb, es geht relativ schnell, das zu lesen. Genau, sehr, sehr managerleserfreundlich. Oh, sorry, nichts gegen Manager. Der Report nennt als aktuelle Störung ganz explizit Chinas Beschränkung bei kritischen Mineralien. Gallium, Germanium und, was ich persönlich interessant fand, Indiumphosphid, kommen wir da noch dazu. Seltene Erden, Magnete, außerdem Engpässe bei Helium, haben wir auch schon gesagt. Und Naphtha, das hatte ich jetzt so persönlich nicht auf dem Schirm, durch die Lage an der Straße von Hormuz. Und auch interessant, der Report, wie gesagt, auf seinen beschränkten 22 Seiten, nennt explizit eine chinesische Überkapazität bei einfachen Chips, die nennen die Foundational Chips, die den Markt verzerrt und die Preise drückt. Ja, also diese sogenannten Mature Nodes oder, wie gesagt, die sagen Foundational Chips dazu, sagen sie Überkapazität. Die Empfehlung ist entsprechend ein ganzes Bündel, neue Bezugsquellen, das geht dann wieder mehr auf die Materialschiene. Bezugsquellen für kritische Vormaterialien im eigenen Land oder in befreundeten Staaten aufbauen, strategische Vorräte anlegen, mehr Forschungsförderung für Materialwissenschaften und Recycling prinzipiell. Im Kern geht es also darum, weg von diesen Single-Source-Abhängigkeiten zu kommen. Ja, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass dieser Report jährlich erscheint. Was gab es denn jetzt für dich Neues oder gab es irgendwie auch was Überraschendes, was sich im Vergleich zu den Empfehlungen im letzten Jahr zum Beispiel auch geändert hat oder vielleicht auch mehr rauskristallisiert hat? Also ich habe tatsächlich die alte Version, die lag bei uns noch nicht auf dem SharePoint, habe ich nochmal abgelegt, liegt in der Wissensdatenbank. Und dann beide nebeneinander gelegt oder legen lassen, fairerweise von der KI. Und dort also was Konkretes rausgefunden. Von den 7 Prioritäten sind 5 Wort zu Wort identisch zum Vorjahr. Fertigung, Steuern, Forschung, Fachkräfte und Energie hat sich am Wortlaut nichts geändert. Also exakt die gleichen Policy Recommendations, wie gesagt, sind ja nur diese 3 Zeilen. Aber 2 haben sie umformuliert und zwar in eine sehr klare Richtung. Das ist erstens diese Handels- und Lieferkettenpriorität. 2025 hieß es da noch recht allgemein und wolle die US-Handelsführerschaft wiederherstellen und Zugang zu neuen Märkten schaffen. Und 26 steht da jetzt konkret abgestimmte Handelspolitik mit Partnerregierung, Allied Governments. Das ist neu und diese Maßnahmen gegen nicht marktkonforme und marktverzerrende Praktiken, das ist auch neu, das ist unmissverständlich in Richtung China formuliert, Stichwort Überkapazitäten. Und das Zweite sind die Exportkontrollen, also die beiden Themen, die wir ja besprochen haben. Da wurde explizit ergänzt, abgestimmt mit den wichtigsten Zuliefernationen und handelsfreundlich gegenüber vertrauenswürdigen Verbündeten, was ich vorhin auf Englisch vorgelesen habe. Das stand 2025 so auch noch nicht drin. Die eigentliche Botschaft dieses Jahres ist also weg vom Alleingang hin zur Koordination mit den Partnern. Und das ist doch mal was richtig Gutes, oder?
Ja, also grundsätzlich ja, aber das sind natürlich jetzt erstmal Empfehlungen. Mal gucken, wie das, am Ende zählt ja, wie das umgesetzt wird. Und ja, ich habe vorhin schon kurz gesagt, Pax Silica als Stichwort nur mal, aber die Tagespresse erzählt da ja teilweise andere Stories. Und insofern kommen wir mit der zweiten News mal ganz tief in genau dieses Themenfeld der Geopolitik beziehungsweise auch der geopolitischen Abhängigkeiten. China, aber auch die USA nutzen ihre Assets, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ja immer wieder dazu, um zum Beispiel über Export- oder Zugangsbeschränkungen Druck auszuüben. Diesmal wollen wir darüber sprechen, dass man sich Berichten zufolge auch auf deutscher Seite zunehmend Gedanken darüber macht, wie man strategisch wichtige Assets nutzen kann, auch in diesem Fall gegenüber China. Zu der eigentlichen Meldung kommen wir gleich, denn wir wollen Sie vorher mal ganz kurz so ein bisschen in den aktuellen Kontext und in andere News einbetten. Zu diesen gehört nämlich auch ein umfangreiches Sanktionspaket der EU gegen Russland vom 23. Juli, das vor allem Russlands Banken, Energieeinnahmen und den Zugang zu Dual-Use-Gütern weiter beschränken, beziehungsweise eben auch dort strategische Lücken älterer Sanktionspakete schließen soll. 51 Unternehmen stehen hier jetzt auf der Liste. Diese Unternehmen liefern unter anderem Halbleiter, Sensoren, aber auch andere elektronische Bauteile nach Russland. Und das Brisante ist, ein Teil dieser Unternehmen sitzt nicht in Russland, sondern in anderen Ländern, unter anderem in China, beschränkt damit also auch chinesische Unternehmen. Und die chinesische Antwort auf das Paket erfolgte nur einen Tag später. China beschränkte jetzt seinerseits die Lieferung chinesischer Dual-Use-Produkte an 14 europäische Unternehmen und Einrichtungen. In den Schlagzeilen, falls ihr das gelesen habt, stand dabei ja vor allem Rheinmetall. Allerdings zeigt sich Rheinmetall momentan noch eher unbeeindruckt. Also die haben auch gesagt, bei seltenen Erden ist man da noch ganz gut aufgestellt. Welche anderen deutschen und europäischen Unternehmen sind denn da jetzt betroffen? Und meine Frage wäre natürlich insbesondere, gibt es darunter Firmen, deren Lieferketten oder Technologien unmittelbar für die Halbleiterindustrie relevant sind? Also die vollständige Liste ist bekannt. Ich hatte es ja auf X gefunden bei Finbar Birmingham, wenn ich jetzt den Namen richtig in Erinnerung habe. Und die ist aufschlussreich. 2 italienische, 3 deutsche, 2 polnische, dazu je eine aus den Niederlanden, Tschechien, Bulgarien und Litauen. Also Firmen jeweils. Ne? Die Uni Wrocław ist, glaube ich, auch mit drauf. In den Schlagzeilen steht vor allem Rheinmetall, das ist richtig. Aber ich habe natürlich dort durchgeguckt, wen man eventuell kennt. Und dann, weil ich auch nie alle Firmen kannte, nochmal auch gefragt, was Halbleiterbranche betrifft. Und es sind tatsächlich, mindestens 4, würde ich mal sagen. Ein paar Beispiele. 3.5 Lab aus Frankreich, da kann man sich schon denken, ja, wenn man unseren Podcast ab und zu hört, dass das irgendwas mit Wide Bandgap Halbleitern zu tun hat. Hat es auch. Ist also ein gemeinsames Labor von Nokia, Bell, Thales und Sea-Leti, das genau an diesen Verbindungshalbleitern forscht. Eben Indiumphosphid, ja, Galliumarsenid, Galliumnitrit. Das ist alles Photonik und Hochfrequenz. Dann Vigo Photonics aus Polen, auch Infrarotdetektoren. Und Expla aus Litauen, Ultra-Kurzpulslaser, die kannte ich noch nicht. Dazu die Optic Electronic Group aus Bulgarien und Sindelhauser Materials aus Deutschland bei Spezialwerkstoffen, also 5 sogar. Das heißt, die greifen schon genau in diese Halbleiterkette ein, aber jetzt nicht bei den ganz Großen, sondern bei den Spezialisten. Um also das Wort der Woche zu nehmen, Expertise. China hat sich, und zwar durch die Exportkontrollen erstmal, die Expertise auch aufgebaut, wen sie treffen können, ja, wer das Zeug nutzt. Und es sind eben vor allen Dingen auch Firmen, die im Dual-Use-Bereich unterwegs sind oder dann eben explizit Defense wie Rheinmetall. Hensoldt steht ja auch schon auf der Liste, hatten wir auch schon hier mal besprochen. Jetzt hast du es so ein bisschen durch die Blume mit angedeutet. Dieser Streit, der ordnet sich in einen langwierigen und schon länger andauernden Handelskonflikt zwischen der EU und China ein, der eben auch direkte Auswirkungen auf die deutsche Industrie hat. Insofern ist es ja verständlich und erstmal gut, dass sich die Bundesregierung derzeit fragt, an welchen Stellen China wiederum von deutscher bzw. europäischer Technologie abhängig ist, also selber sogenannte Choke Points hat. Wir beziehen uns jetzt auf einen Bloomberg-Artikel, der allerdings leider hinter der Bezahlschranke liegt. Und laut diesem Artikel analysiert die Bundesregierung Lieferketten, Handelsströme und sogar Unternehmensdaten mit dem Ziel, im Falle eines sich ausweitenden Handelskonflikts eigene wirtschaftliche Hebel zu nutzen. Der Artikel nennt nun auch spezifische Unternehmen, die hier Hebel sein könnten, und die kommen
Surprise, zum großen Teil aus der Halbleiterindustrie. Welche Unternehmen sind das? Und vielleicht kannst du sie auch mal gleich nach ihrer Wirksamkeit einordnen, denn schon allein durch die unterschiedliche Rolle dieser Unternehmen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette lassen sich die ja auch in unterschiedliche Kategorien oder sagen wir mal Wirkungskreise einordnen. Genau, aber hier erstmal zur Einordnung, wie gesagt, Bloomberg-Artikel hinter der Bezahlschranke, dort ist eine Liste drin, die ist auch so geteilt im Internet mittlerweile, findet man. Die ist aber Spekulation, ist also nicht die offizielle Liste. Auf der Liste stehen konkret, das ist jetzt nicht verwunderlich, Zeiss, Trumpf, dann Aixtron, die kennt man auch, die stellen Anlagen her, Siltronic kennt man, SÜSS MicroTec und man kann die ein bisschen nach ihrer Wirkung sortieren. Ganz oben, echte Choke Points, wie gesagt, Zeiss und Trumpf, das weiß nun mittlerweile wirklich jeder, dass die ganz wichtige Zulieferer sind für ASML und das ASML ein Choke Point ist, allerdings für EUV, was China ja sowieso nicht hat. Ja? Oder nicht haben darf. Ja, richtig. Dann geht es also weiter. Aixtron hat diese MOCVD-Anlagen für Verbindungshalbleiter, also Abschalteanlagen, Stichwort Galliumnitrid, Siliziumcarbid, also Leistungselektronik und SÜSS MicroTec, also SÜSS, SUSS MicroTec bei Coatern und bei Bondern. Relativ spezialisiert, schwerer mindestens mal zu ersetzen. Ich würde mal ein Fragezeichen dran machen, ob das ein echter Chokepoint noch ist. Siltronic steht auch mit drauf auf der Liste. Siltronic ist einer von 5 großen Waferherstellern global. Gibt es also auch noch andere. Ob das jetzt der einzige Chokepoint ist, kann man sich auch streiten, aber okay, stehen erstmal drauf und stehen noch andere Firmen auf der Liste, aber eben doch eine gehörige Anzahl auch an Halbleiterfirmen. Und der Chokepoint ist tatsächlich teilweise auch keine Ersatzteile mehr hinzuschieben, also keine Wartung mehr zu machen. Ja? Selbst wenn die Chinesen sozusagen schon Anlagen haben, die in China installiert sind, ohne Service, stehen die dann irgendwann still. So ist zumindest das Kalkül. Ob das dann immer stimmt, weiß ich nicht. Der Bloomberg-Artikel spricht übrigens oder bettet das ein in den Kontext. Das ist diese Exportkontrollmaßnahme oder Untersuchung ist eine von 34 nicht öffentlichen Sicherheitsmaßnahmen. Also da gibt es noch 33 nicht öffentliche, weil die ist ja jetzt wenigstens halb öffentlich, die der Nationale Sicherheitsrat vorgeschlagen hat. Diese ganze Geschichte, also eine davon, und ist eben ein bisschen Spekulation, denn natürlich ist die Liste an sich nicht öffentlich, wenn es die gibt, ne? Sondern eben dann die Mutmaßung oder Einschätzung von Bloomberg. Aber spannend, dass man sich dort sozusagen auf die Reise macht als Bundesregierung. Auch spannend, dass die Presse das schon wieder weiß. Für mich eben auch spannend, mit welcher Expertise dort dann, um dieses Wort wieder einzubringen, diese Liste dann erstellt wird. Denn diese Supply Chain Illumination oder diese Kenntnis, wer liefert wen was, versucht ja auch die EU zu erzielen, dass da jetzt Deutschland alleine was macht, finde ich prinzipiell gut. Ob das alleine so geht, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ja, du hattest jetzt vorhin Wartung angesprochen. Das geht ja eigentlich bis hin zum Kill-Switch, also sozusagen der Abhängigkeit bei diesen Maschinen, wenn man die einmal im Land hat, dass die im Prinzip natürlich auch von Ferne nicht mehr funktionieren könnten als Druckmittel. Ne? Genau. Und dann noch eine zweite Rückfrage, weil du jetzt die Nähe zu EUV angesprochen hattest. Das ist ja dann am Ende aber mehr eine derzeitige Zustandsbeschreibung, denn China investiert massiv in Halbleitertechnologie, das wissen wir, seit 2024 fast 3-mal so viel wie die USA zum Beispiel und macht ja auch zum Beispiel beim Thema DUV Fortschritte. Das heißt also, was heute ein extrem wirkungsvoller Hebel ist, kann morgen nur noch ein kleinerer Hebel sein und übermorgen vielleicht gar kein Hebel mehr. Das muss also immer wieder neu definiert werden und hängt grundsätzlich ja eng mit dem technologischen Fortschritt zusammen, was am Ende zur Aussage der SIA passt und aber eben auch bedeutet für die Regierungen einfach sich kontinuierlich diese Technologieexpertise ins Haus zu holen, um eben die richtigen Hebel auch immer wieder neu zu definieren. Genau. Also nochmal ganz kurzer Exkurs, weil wir jetzt hier wieder Abkürzungen rumgeschmissen haben. EUV, extrem ultraviolettes Licht, die jüngste Technologiestufe von ASML-Maschinen, die schon seit 2015 Exportkontrolle nach China unterliegt. Die haben also keine Maschinen, auch wenn sie was anderes behaupten, arbeiten da schon seit Jahren dran, haben das noch nicht. Die Vorläuferstufe DUV, Deep Ultraviolet, haben die Chinesen. Darf ASML auch noch hin verkaufen. Machen also dann noch Wartung für ihre Maschinen dort. Und das ist etwas, was jetzt gerade in Diskussion ist, ob man das noch weitermacht, ist aber ein Hebel. Und natürlich braucht es auch dafür Zuliefer, Zeiss und Trumpf, ne? Dann zur Wartung. Und da arbeiten sie, wie du schon gesagt hast, auch hart an Alternativen. Und tatsächlich ist wohl die erste wirklich funktionsfähige DUV-Anlage jetzt auch wirklich da. Nicht EUV, DUV. Also genau so, dieser Hebel wird natürlich
über die Zeit dann geringer. Und tatsächlich hat sich sogar unser Kanzler dazu geäußert. Der hat nämlich sinngemäß gesagt, ja, es gibt Abhängigkeiten, aber diese Abhängigkeiten sind gegenseitig. Das gilt auch für Themen wie seltene Erden. Unfairem Wettbewerb können wir nur standhalten, wenn wir uns dagegen wehren. Also der hat sich um China geäußert. Und das ist genau der Kern. Es geht eigentlich nicht um Entkopplung, sondern um eine symmetrische Abschreckung. Ja, Abhängigkeit und damit auch Abschreckung. Nach dem Motto, wenn ihr an dem einen Hebel zieht, ziehen wir am Gegenhebel. Da muss man natürlich den Hebel kennen, ne? Stichwort Expertise. Aber, und da hast du völlig recht, mit deinem Einwurf so ein Chokepoint oder so ein Hebel ist eben kein Dauerzustand, ändert sich. Und das lässt sich genau das, was die SIA auch gesagt hat, alles hängt am technologischen Fortschritt. Den müssen wir machen. Übrigens noch eine gute Nachricht, die ich heute erst gelesen habe, hat es gar nie in unsere Aufzeichnung oder in Vorbesprechung geschafft. Die ist nämlich von gestern. Metlen, ein griechischer Aluminiumhersteller, wird Gallium herstellen in Griechenland ab nächsten Jahr und 2028 auch den gesamten europäischen Bedarf decken können. Also bei der Galliumabhängigkeit ist man tatsächlich einen großen Schritt weitergekommen, indem das jetzt in Griechenland wieder passiert. Gesamtproduktion für Europa also gesichert ab 27, 28, wenn alles klappt. Irgendwie kommt mir das Thema so bekannt vor. Kann das sein, dass wir darüber schon mal gesprochen haben, als die das zum ersten Mal irgendwie... Gallium, nein. Naja, ab und zu haben wir vielleicht auch mal über Gallium gesprochen. Über diese griechische Quelle, Manometer. Als sie das damals das erste Mal geplant hatten und ich glaube, wir hatten damals gesagt, mal gucken, in welchen Dimensionen das irgendwie ist. Also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Naja, vielleicht kennt ihr unseren Podcast besser als ich, dann wisst ihr, welche Folge ich meine. Aber eine Sache fällt mir da noch ein, also dieses gegenseitige Beobachten und darauf einstellen, also diese Dynamik, dann auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, hat sich ja ebenfalls diese Woche im Konflikt zwischen China und den USA gezeigt. Wir hatten in der letzten Woche über Chinas Open-Weight-KI-Modelle und die KI-Allianz WICO gesprochen. In dieser Woche wurde nun als Reaktion auf die Testpanne bei OpenAI eine Open-Weight-Allianz in den USA auf Initiative von NVIDIA und mit insgesamt 40 Partnern gegründet. Offiziell geht es eben um Sicherheitsaspekte und hier unter anderem um gemeinsame Standards für die Absicherung von KI-Agenten, sogenannte Sandbox-Testumgebungen. Aber ich denke schon, dass auch Open-Weights-Modelle aus China hier eine Rolle spielen, weil sie eben die amerikanischen Anbieter unter Druck setzen und gar nicht mal so sehr die Chipbranche, denn am Ende müssen auch chinesische Modelle ja in amerikanischen Rechenzentren mit der entsprechenden Hardware gerechnet werden, sondern eher die Modellanbieter. Aber ganz spannend, Anthropic ist bei diesem Bündnis nicht dabei, hat aber seinerseits Forderungen aufgestellt und darunter eben auch, dass man das Destillieren amerikanischer Modelle verhindert und da sind wir dann eben doch wieder bei den Halbleitern, als Basistechnologie keine modernsten Chips nach China exportiert werden sollen. Aber ja, eigentlich ein Software-Thema, mehr noch als ein Hardware-Thema. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wir haben euch den entsprechenden Link in die Shownotes gepackt. Und dann haben wir unter unseren Top 3 Themen noch eine technologische News, die zusätzlich auch noch aus Sachsen kommt. Saxon-Q, ein aus der Universität Leipzig hervorgegangenes Quantencomputing-Unternehmen, hat seinen Quantencomputer mit 128 Qubits vorgestellt. Ein System mit 512 Qubits soll ab dem zweiten Quartal 2027 ausgeliefert werden. Und das Besondere an diesem System ist nicht nur, dass es bei Raumtemperatur funktioniert, sondern dass die Systeme weder eine aufwendige Kryokühlung noch Vakuumtechnik oder spezielle Reinräume benötigen. Also man kann sie in ein gewöhnliches Server-Rack integrieren und auch an einen normalen Stromanschluss anschließen. Und ich erinnere mich noch gut an die Silicon Saxony Days 2023. Damals war Saxon-Q bei uns zu Gast und hatte gerade ein System mit 4 Qubits vorgestellt. Was macht die News abseits der Dinge, die ich schon gesagt hatte, aus deiner Sicht so spannend? So mal abgesehen davon, dass es quasi aus dem Quantum Saxony kommt, wo wir als Silicon Saxony Teil sind. Also auch wir sind Teil von etwas größeren im Bereich Quanten in diesem Fall. Das ist kein Prototyp, sondern die bauen das Ding schon richtig. Vorgängersysteme laufen schon beim DLR und bei Fraunhofer, beim IWU seit Juni 2025 dauerhaft und, du hast schon gesagt, bei Raumtemperatur. Wäre übrigens auch ein gutes Wort der Woche gewesen. Es gibt 3 Monate. Die ist hoch hier. Gibt 3 Monate Lieferzeit, also ein bestellbares Produkt. Über 220 Patente haben die drauf auf das Ding. Und die ersten diamantbasierten Systeme überhaupt jenseits von 10 Qubits fürs Computing.
Und das alles aus Sachsen heraus, aus Leipzig, das hast du aber schon gesagt. Genau. Jetzt wächst die Anzahl der Qubits ja exponentiell und die Entwicklungszeiten werden immer kürzer. Also ich habe es gesagt, 2023 waren es 4 Qubits, 2026 jetzt eben 128, 2027 schon 512 und 2030 sollen es dann über 10.000 sein. Was ist von Saxon-Q hier noch zu erwarten, insbesondere auch im internationalen Vergleich, und welche Rolle spielt das Unternehmen damit auch vor dem Hintergrund einer größeren Unabhängigkeit Europas, zum Beispiel wenn es darum geht, klassische GPUs einzukaufen, zum Beispiel im Aufbau von Rechenzentren? Also da muss man mal ein bisschen vergleichen. Und wenn man innerhalb Deutschlands bleibt, sieht es da fantastisch aus. Wenn man nach Europa, es gibt schon ein paar Wettbewerber, und wenn man global benchmarkt, was wir mal machen, da muss man schon mal sagen, dass die Supraleiteransätze von IBM und Google und die Ionenfallen von Quantinuum zum Beispiel bei den anspruchsvollen Metriken, also Benchmarks, wie auch immer, heute vorn liegen. Aber die brauchen eben alle Rührkühlung. Und genau dort liegt die Alleinstellung von Saxon-Q. Die können das Ding so reinschalten. Jetzt sind diese 128 Qubits noch nicht mal fehlerkorrigiert. Also du musst dann noch die Fehler rausrechnen und die wirklichen Rechenqubits sind dann also weniger. Ist noch nicht so, dass man es als ernsthafte GPU-Konkurrenz in den Rack schalten könnte, schon jetzt. Auch deswegen nicht, weil das Quantencomputing, zumindest Stand heute, noch bestimmte Problemklassen besser löst, Quantenchemie, Optimierung, bestimmte Teilaufgaben im maschinellen Lernen, aber eben nicht für das prinzipielle Compute, was jetzt die KI-Chips machen. Die 128 physischen Qubits, was jetzt das System hat, sind eben noch nicht 128 logische Qubits, denn diese Fehlerkorrektur gehört noch mit dazu. Realistisch also eine Ergänzung, ein Co-Prozessor, kein Ersatz, aber natürlich sehr viel energieeffizienter und Technologiesouveränität und Expertise, auch Fertigungsexpertise, alles einheimisch, wie man jetzt sagen könnte. Aus meiner Sicht eine absolut hervorragende und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte das gerne hier mit besprechen, immer noch unterbeleuchtete News aus dem Silicon Saxony oder fairerweise aus dem Quantum Saxony. Ob das jetzt von dem und dem kann man sich aussuchen, auf alle Fälle aus Deutschland. Gehört eigentlich viel mehr gefeiert, meiner Meinung nach. Also in ein paar Fachmedien war es drin, habe ich gesehen. In den breiten Medien jetzt eher nicht so. Aber dafür gibt es ja uns. Und vielleicht für den einen oder die andere, bei denen jetzt eine Glocke klingelt beim Thema Quantentechnologie und der Kopf kurz Hightech-Agenda sagt, wie trägt denn Saxon-Q hier bei oder beziehungsweise wie ordnet sich das auch in den Roadmapping-Prozess im Bereich Quantentechnologie der Hightech-Agenda mit ein? Also muss ich dann nachschauen tatsächlich. Die Roadmap für Mikroelektronik kenne ich wesentlich besser als die für Quantentechnologien, also habe ich extra mal nachgeschaut und siehe da, Quantencomputing ist natürlich ein Thema, soweit hatte ich es auch noch auf dem Schirm, aber die Technologie, die nutzen, sind gar nicht drin. Die Roadmap benennt als die 3 aussichtsreichsten Plattformen, gibt ja verschiedene Wege, Quantencomputing zu machen, ausdrücklich Ionenfallen, neutrale Atome und supraleitende Systeme. Die Diamantenfehlstellen, was auch Saxon-Q macht, steht da nicht dabei. Die fahren also einen Außenseiterpfad und auch wieder so ein Thema, sollten ihre Expertise dort auch in den Roadmapping-Prozess, soll ja ein lebendes Dokument sein, mit einbringen, denn von ein paar von den Benchmarks sind die eben schon ganz weit vorn. Deutschlandweit, habe ich auch nochmal nachgeschaut, hat nur Plan Q aus München mehr Qubits, die haben diese neutralen Atome und haben dort ein Register mit 1200 Atomen für 1 Stunde stabil gehalten. Also rein in diesen Zahlenspielen gibt es nur eine Firma aus Deutschland, die aktuell weiter vorn ist. Insofern weiter so, müssen mit den Leuten auch nochmal reden, auch mit dem Quantum Saxony, dass das mit in die Roadmap dort reinkommt. Wie gesagt, die kann ja angepasst werden. Und ansonsten Grüße an Quantum Saxony, an das Quantum Valley Lower Saxony und natürlich an Quantum Valley Munich. Prinzipiell Grüße an alle, die mit Quanten arbeiten. Cooles Thema, nicht unser Hauptthema für immer, aber ich mag das. Okay, so, Call to Action verstanden. Schauen wir mal, ob sich die Roadmap der Hightech-Agenda diesbezüglich noch erweitert. Wir kommen auf jeden Fall zu der ersten Kurznews und auch da gehen wir wieder nach China. Am 27. Juli ist CXMT an die Börse gegangen. Die Aktie hat am ersten Handelstag schon zeitweise rund 470% zugelegt. Damit ist CXMT auf einen Schlag zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen auf dem chinesischen Festland geworden. China hat mit diesem Unternehmen erstmals einen ernstzunehmenden nationalen DRAM-Champion aufgebaut. Der chinesische Staat ist größter Anteilseigner am Unternehmen. Was für Auswirkungen hat dieser Börsengang, aber insbesondere mit Blick auf den internationalen Speichermarkt und die großen bekannten Player wie Micron aus den USA und Samsung und SK Hynix aus Südkorea?
Der Börsengang, hast du schon gesagt, war ein Paukenschlag. CXMT, um das nochmal einzuordnen, oder Changqing Memory Technologies. Chang ist übrigens... Das wollte ich dir gerne überlassen. Changqing, also meine Aussprache ist noch ganz, ganz schlecht. Aber ich habe das Zeichen für lang erkannt in Chang und Xin, das kannte ich noch nie. Aber egal, die sind die Nummer 4 weltweit bei DRAM mit etwa 8% Marktanteil. Und der Umsatz im ersten Quartal hat fast 7 Milliarden Euro, plus von 700% gegenüber dem Vorjahr, getrieben von der KI-Nachfrage. Andere Seite natürlich, wir haben ja schon EUV und DUV und was China hat und nicht hat besprochen. Technologisch ist man ein bisschen hinterher. Also CXMT ist bei HBM3, also High Bandwidth Memory 3. Generation, während Samsung seit Februar HBM4 in Serie fertigt. Und das Pentagon führt CXMT als chinesisches Militärunternehmen. Die USA erwägen deswegen auch schärfere Exportkontrollen. Unterm Strich ist der Börsengang aber ein gute Cash-Einnahme für Chinas Speicheraufholjagd mitten unter Sanktionsdruck. Ja, und man muss einfach echt auch mal konstatieren, dass die echten technologisch fundierten News aus China einfach, immer mehr werden. Ne? Also noch vor 1,5 Jahren haben wir da immer noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, unter Vorbehalt drüber gesprochen, aber das ist schon krass, was da kam. Ja, also wie gesagt, die sind ein kleines Stück immer noch dahinter technologisch, aber das, was sie machen sie mit voller Kraft. Und wie gesagt, das, was sie technologisch können, ist halt auch qualitativ dann dem anderen nicht mehr unterlegen. Ne? Also, ja. Aber offenbar zwingt es eben auch die anderen zu einer gewissen Dynamik und deshalb will ich gerne nochmal über Samsung und SK Hynix sprechen, denn die sichern sich derzeit langfristige Lieferverträge für KI-Speicherchips mit großen US-Technologieunternehmen. Berichten zufolge geht es dabei um ein Gesamtvolumen von mehr als 950 Milliarden US-Dollar. Ist das jetzt aus deiner Sicht eine direkte Antwort auf den wachsenden Wettbewerb aus China oder eher nicht? Also ich war mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, denn auf der einen Seite wird in der Quelle, die wir verlinken, nicht gesagt, ob das Abkommen sich jetzt auf DRAM oder HBM bezieht und außerdem gab es zwar eine zeitliche Überschneidung dieser beiden Meldungen, aber ja, die Speicherkrise beschäftigt uns ja nun schon eine ganze Weile und am Ende ist sie beidseitig, also einerseits wollen sich die Hersteller natürlich Marktanteile sichern, andererseits aber die US-Unternehmen wie Nvidia, OpenAI, Anthropic und Broadcom, mit denen sich der südkoreanische Präsident in den USA auch jetzt darüber unterhalten hat, wiederum auch einfach ihre Lieferketten absichern. Also wie würdest du das sehen? Gibt es da einen direkten Zusammenhang? Also eine Korrelation, ja, aber keine Kausalität, also ist keine direkte Antwort meiner Meinung nach. Der Treiber von diesen Verträgen ist nicht CXMT, sondern die KI-Speicherknappheit. Also konkret eben dieses High Bandwidth Memory, HBM, was aktuell eben immer noch ein Flaschenhals ist und wohl, je nachdem, wie man fragt, auch noch bis Ende nächsten Jahres anhält mindestens. Genau deshalb steht SK Hynix als einer der großen Hersteller, neben Micron und Samsung eben im Zentrum, ist der Marktführer und Hauptlieferant von Nvidia. Und CXMT spielt in dem Segment einfach noch nicht mit, haben wir ja gesagt. Chinesen haben HBM3 und Samsung und SK Hynix sind haben HBM4. Sind zwei verschiedene Ligen oder Kategorien. Das ist die gleiche Kategorie, aber unterschiedliche Generationen. Die Koreaner sichern sich ja also nicht gegen China ab, sondern gegen die schiere Nachfrage. Und was du völlig richtig sagst, das ist eine beidseitige Absicherung. Einerseits sichern sich die Hersteller über Jahre Auslastung und Umsatz. Das ist ja bei den großen Investments, die sie tätigen, auch sinnvoll. Und die US-Kunden, Nvidia, OpenAI, Anthropic, Broadcom, sichern sich im Gegenzug die Liefermengen für ihre Rechenzentren. Also für ihre Bestellung. Das ist Lieferkettenabsicherung in beide Richtungen, nicht China-Abwehr. Wo China dann aber doch indirekt reinspielt, ist das klassische Commodity DRAM, also nicht das High Bandwidth Memory, was jetzt in die Speichersachen in die KI-Rechenzentren reingeht, sondern normalen DRAM, auch für einen normalen Computer brauchst du immer noch. Und wenn dort CXMT Kapazität und Marktanteil aufbaut und die Preise drückt, dann weichen die Etablierten natürlich erst recht in das margenstarke HBM-Geschäft aus. Also so wie TSMC GaN weggelassen hat, gar nicht mehr macht, weil die Margen in den anderen Chips höher sind, kann das auch hier passieren. Und in dem Sinne verstärkt Chinas Aufholjagd den Fokus der Koreaner dann aufs Premium-Segment. Ja, die 950 Milliarden selber sind aber KI-getrieben. Zeitliche Überschneidung mit dem Börsengang ist, wie gesagt, eher Korrelation als eine Ursache, meiner Meinung nach.
Okay, ja, und dann kommen wir noch von China nach Japan. Da gab es nämlich am Dienstag ein Erdbeben der Stärke 7,1. Der hat insbesondere auch die Region um Kumamoto im Süden des Landes erschüttert, mit leider mindestens 13 Todesopfern, mit Stromausfällen und Schäden an der Infrastruktur. Und für unsere Branche stand sofort ein Name im Raum. TSMC, der weltweit größte Auftragsfertiger, betreibt nämlich in Kumamoto seit Anfang 2026 sein Werk JESM, das Prestigeprojekt für die Fertigung außerhalb Taiwans. Inzwischen gibt es aber Entwarnung. Die Gebäudestruktur ist unversehrt. Das Personal wurde sicher evakuiert und die Produktion fährt schrittweise wieder hoch. Nur der geplante Werksausbau ist wegen möglicher Nachbeben vorsorglich pausiert. Wie ernst war denn die Lage für die Halbleiterversorgung durch dieses Erdbeben? Kumamoto ist der Name der Stadt dort, wo JESM steht, also das Joint Venture von TSMC mit Sony, glaube ich, oder? Mit wem haben die das gemacht? Weiß ich gar nicht genau, aber es ist auch ein Joint Venture. Ja. Die Vorbildfab oder eine der Vorbildfabs auch für das Dresdner SMC-Projekt. Und auch die ganze Region heißt so, oder nicht die ganze Provinz, aber die Region. Und als ich das gehört habe, also Erdbeben, Kumamoto, dachte ich erstmal, oh mein Gott, ne? Weil vorletztes Jahr war ich dort und Wahnsinn zu sehen, wie das dort gewackelt hat, 7,1. Für TSMC selber war das wohl alles überschaubar, also die Produktion ist schon wieder angelaufen oder also haben die Leute evakuiert, fangen wohl aber schon wieder an zu gucken. Man muss ja, das ist ja alles dann erstmal angehalten. Zur Kapazität selber hat das jetzt nie den riesengroßen Hebel. JESM hat unter 3% der gesamten TSMC-Produktion nach Zahlen, die ich gefunden habe. Also jetzt nicht irgendwas extrem strategisch Relevantes für die Weltwirtschaft. Aber dort direkt daneben ist ein Werk von Sony. Tokyo Electron produziert dort. Also dort ist ein bisschen mehr in der Halbleiterindustrie. Und Tokyo Electron hat auch die Produktion gestoppt, wollen wir aber nächste Woche wieder anfangen. Also die Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie sind zum Glück überschaubar. Wobei, habe ich nachgeschaut, 2016 gab es auch ein großes Beben, brauchte Sony 3 Monate bis zur vollen Erholung. Ja, also so wie das dort geschüttelt hat, dass die jetzt morgen schon wieder komplett produzieren und gar nichts passiert ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Genaues wird man dort niemals erfahren. Aber nochmal ein Hinweis darauf, wie krass auch geophysische Risiken die Halbleiterkette, die globale, beeinträchtigen können. Und wer sich mal den Spaß macht und mal Taiwan auf einer Landkarte sucht und mal rauszoomt und dort sieht, wo Japan liegt und einfach mal die Hotzones der Geografie, also der Tektonik übereinander legt, wird feststellen, dass extrem viel Mikroelektronikindustrie in genau diesen Hotzones ist. Und das war jetzt ein 7,1, war schon ein starkes Erdbeben. Jetzt ist zwar ein Erdbeben der Stärke 9 oder 10 sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber Wahrscheinlichkeit ist eben nicht 0. Wenn sowas passiert, dann Halleluja. Also hier trotzdem traurig genug, 13 Leute schon gestorben, wahrscheinlich noch mehr. Auch hier natürlich wieder Beileid an alle Angehörigen und Familien. Und also das war hart durch das Erdbeben. Und ist hier der Bezug zur Halbleiterindustrie ist in den Nachrichten, aus meiner Sicht, in deutschen Nachrichten, überhaupt gar nicht gekommen. War ein Erdbeben in Japan, dass das dort auch ein wichtiges Zentrum der Halbleiterindustrie ist mir persönlich wieder zu kurz gekommen. Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr Halbleiter-Enthusiast. Also ganz so lapidar war die Berichterstattung jetzt nicht. Aber der Halbleiterbezug war nicht so da. Übrigens, ich habe nochmal schnell nachgeguckt, weil ich mir auch nicht ganz sicher war. JESM ist also TSMC mit 71,4%, Sony Semiconductor Solutions, Denso und Toyota Motor Corporation als die 4 Gesellschafter. Und dann kommen wir zur allerletzten News und nochmal zu einer guten Nachricht und zwar erneut aus Europa. Der Europäische Innovationsrat hat über sein neues Stepped Scale-Up-Programm 6 europäische Deep Tech-Unternehmen ausgewählt, die zusammen 97 Millionen Euro erhalten, zwischen 10 und 30 Millionen pro Firma. 2 dieser Firmen oder Startups kommen aus dem Halbleiterumfeld, beide aus Frankreich, und zwar sind es CPERL, das Hochleistungsprozessoren für souveräne europäische Rechenzentren entwickelt, und Vesora, das auf KI-Inferenzchips spezialisiert ist. Was würdest du sagen, ist das jetzt ein großer Wurf für Europas Chipsouveränität oder ist es doch eher ein Tropfen auf den heißen Stein? Und vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, wie gut die Auswahl dieser Startups in die Ziele des Chips Act 2 passt. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, steht der Fördertopf ja noch insofern unter Vorbehalt, als dass er Teil des kommenden mehrjährigen Finanzrahmens der EU ist, oder? Ja, aber die kriegen jetzt Förderung unter dem STEP-Programm, also im EIC und dann STEP. Von der Summe her ist das
eher ein Tropfen, ne? Auch wenn 10 bis 30 Millionen für uns natürlich gigantische Summen sind. In den Halbleiter-Investsummen hier ist das leider fast nichts. Ne? Aber die Richtung stimmt und das ist gut, deswegen ist es immer halb voll. Europa fördert hier gezielt Chip-Design, also beide, Cypearl oder CPearl und Visora sind Chip-Design-Firmen, auf der heute eben Nvidia und AMD ganz groß sind, ne? Und wo Europa, die haben gar keinen wirklichen Global Player. Cypearl ist der Prozessor und Visora die KI-Inferenz. Ist also weniger jetzt eine riesengroße Finanzierungsrunde als ein Souveränitätssignal. Und thematisch die exakte Gegenrichtung zu diesen Chokepoints aus der zweiten News. Ja, anstatt fremde Abhängigkeiten auszunutzen, versucht Europa hier eigene Stärken aufzubauen oder eigene Abhängigkeiten zu lösen, wobei hier die Abhängigkeiten natürlich eher von den amerikanischen Anbietern sind. Aber gute News für die beiden französischen Design-Startups. Vielleicht gibt es ja dann auch mal Erweiterungen und noch neue Standorte. Cypearl hat zum Beispiel immer noch keinen deutschen Standort, aber es gibt ja gute Standorte, wo auch viele Chip-Designerinnen und Chip-Designer sind. Vielleicht kann man da noch mal was machen. Gratulation an beide erstmal für diese Förderentscheidung und immer weitermachen. Ich sage ja immer so gern, das einer machen heißt ja nicht unbedingt das andere lassen. Genau. Ja, und dann war's das für unsere Ferienfolge. Wir haben überlegt, was wir in die Kategorie What's Next packen und wir haben festgestellt, es sind einfach Sommerferien und ich glaube, wir sind jetzt gerade doch schon so ein bisschen, zumindest was die Veranstaltungen angeht, in der Sommerpause oder im Sommerloch. Ja, Veranstaltung vielleicht, aber News wird es weitergeben. Hoffentlich keine Erdbeben, hoffentlich keine Katastrophen. Mal schauen. Es wird auch nächste Woche wieder einen Podcast geben. Da werden wir auch wieder News gefunden haben, die wir hier besprechen. Genau. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne von uns besprochen haben wollt oder wenn ihr Feedback für uns habt, dann meldet euch unter redaktion@silicon-saxony.de. Ihr unterstützt uns, wenn ihr unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonniert und natürlich unsere Folgen weiterempfehlt, wenn ihr sie spannend fandet. Und damit, Frank, vielen Dank an dich, dass du dir trotz Urlaub, oder wie hast du es genannt, Homeurlaub, ja. Ich bin noch im Urlaub, aber bin schon wieder zu Hause in Dresden. Genau, trotz Home-Urlaub die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Matthias und C90 für die Post-Production. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche Montag und euch hören wir wieder am Freitag nächste Woche. Genau, von mir auch. Wie immer vielen Dank an dich für die Vorbereitung. Vielen Dank an Matthias und natürlich vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Vor allen Dingen an die es jetzt im Urlaub hören. Genießt ihre Urlaube. Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns wie immer über Feedback und bis nächste Woche. Danke und ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.